Iran, ein Land umrahmt von majestätischen Bergen und Wüsten, das seit mehreren Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der ganzen Welt mit seiner komplexen Architektur, reichen Kultur und geheimnisvollen Aura auf sich zieht. Hier, einem Schatten der alten Geschichte und inmitten moderner Herausforderungen, koexistieren verschiedene soziale Gruppen, von denen jede ihre eigene einzigartige Geschichte hat. Um das Ausmaß der Unterschiede zwischen Arm und Reich beamen und am Iran zu verstehen, muss man tiefer in ihren Alltag eintauchen. Diese Unterschiede betreffen nicht nur das Einkommensniveau, sondern auch den Zugang zu Ressourcen, Bildung und sogar die Zukunftschancen. Die sozialen Schichten Irans ähneln einem vielschichtigen Teppich, bei dem jedes Muster seine eigene Geschichte und seinen Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzes widerspiegelt. Aber wie wirkt sich all das auf ihre Beziehungen, ihre Mentalität und sogar auf kulturelle Tradition aus? Jeans und Tee, Wolkenkratzer und uralte Grabmäler, all das sind Teile eines Mosaiks, das wir erforschen werden. Und genau hier beginnt unser faszinierendes Eintauchen in eine Welt der Gegensätze. Wenn es um die armen Bevölkerungsschichten Irans geht, beeindruckt uns vor allem ihre Standhaftigkeit und die Fähigkeit, ihren kulturellen Traditionen treu zu bleiben, trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten. In den engen Gassen der alten Viertel zwischen bescheidenen Häusern aus Ziegeln und Lehm pulsiert das Leben, wo jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt. Hier leben die Menschen oft in Familien über mehrere Generationen hinweg, wobei die Ältesten eine Schlüsselrolle bei der Erziehung und der Weitergabe von Bräuchen spielen. Einfache Freuden wie abendliche Gespräche bei einer Tasse Tee oder Spaziergänge über den Basar nehmen nach wie vor einen zentralen Platz in ihrem Alltag ein. Die nachbarschaftlichen Bindungen sind unglaublich stark und hier kennt jeder jeden beim Namen. Unterstützung und gegenseitige Hilfe bilden das Fundament dieser Gemeinschaften und helfen ihnen, viele Schwierigkeiten zu bewältigen. Die kleinen Läden, in denen die Kunden es gewohnt sind zu feilschen, schaffen eine eigene kleine Welt, die vom lebendigen Austausch lebt. Ursprüngliche Feste und traditionelle Feiertage ermöglichen es den Menschen, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen und sich an die tiefe kulturelle Geschichte ihres Volkes zu erinnern. Gerade hier beginnen wir zu begreifen, dass Armut am Iran nicht einfach nur ein Mangel an Geld ist, sondern eine besondere Lebensphilosophie und ein Lebensstil, in denen es trotz materieller Entbehrungen an Herzlichkeit und Menschlichkeit nicht fehlt. Doch welche Kontraste erleben diejenigen, die an einen anderen Lebensstandard gewöhnt sind? Kurz sei erwähnt, dass die Geschwindigkeit, mit der wir uns am nächsten Teil unserer Untersuchung zwischen den Realitäten bewegen, uns eine neue Dimension der iranischen Gesellschaft eröffnen wird. Die Welt der wohlhabenden Iraner ist ein völlig anderes Kaleidoskop des Lebens, das mit seinem Glanz und der Fülle an Möglichkeiten beeindruckt. Hier zwischen modernen Wolkenkratzern und luxuriösen Residenzen verbirgt sich eine Realität, von der viele nur träumen können. Der Alltag der gesellschaftlichen Elite ist eingerahmt von exquisiten, mondänen Restaurants, exklusiven Märkten und privaten Clubs, in denen wichtige Geschäftsangelegenheiten geregelt und ambitionierte Projekte besprochen werden. Reiche Iraner sind in ihrer Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt, von Reisen am eigenen Privatjet bis hin zur Teilnahme an prestigeträchtigen Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie bevorzugen ein lebhaftes gesellschaftliches Leben und folgen den neuesten Trends der Mode und luxuriöser Marken. Die Leidenschaft für teure Autos und exklusive Accessoires ist hier kein Luxus, sondern Standard. Doch trotz der Jagd nach Luxus vergessen viele von ihnen nicht, die Traditionen und seelischen Werte ihrer Vorfahren zu bewahren. Wenn wir über den Kontrast dieses Lebens zur Welt der Armen nachdenken, erkennen wir, wie unterschiedlich universelle Träume und Absichten sein können. Zwischen der Gelassenheit des Wohlstands und den täglichen Sorgen klaffen zwei parallele Welten auseinander. Bleiben diese Welten jedoch immer so getrennt? In den Tiefen dieser Dynamik verbergen sich verborgene Zusammenhänge, in deren Spiegelung sich die wahre Größe der iranischen Gesellschaft erkennen lässt. Vor dem Hintergrund des reichen kulturellen Erbes Irans werden Fragen zu Einkommen und Beschäftigung zu Schlüsselfaktoren für das Verständnis sozialer Ungleichheit. In diesem Land, in dem Traditionen mit der Moderne verschmelzen, kann die Berufswahl schicksalhaft sein. Hohe Einkommen erzielen diejenigen, die in exportorientierten Branchen tätig sind, wie etwa in der Ölindustrie oder der Teppichknüpferei, deren Produkte Prima im Ausland sehr geschätzt werden. Dazu tragen sowohl die wirtschaftlichen Verbindungen zu ausländischen Märkten als auch die reiche Erfahrung früherer Generationen bei. Am anderen Ende stehen Landarbeiter, Kleinunternehmer und Handwerker, die täglich ums Überleben kämpfen. Ihre Einkommen sind instabil und hängen oft von der Ernte und der Kauflaune der Kunden ab. In den Städten sind viele Menschen im Dienstleistungssektor beschäftigt, wo der Wettbewerb groß ist und die Einkommen oft in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen. Für viele junge Iraner wird Bildung zum Schlüssel für bessere Lebensbedingungen. Ein Studium an renommierten Universitäten des Landes oder Auslandspraktika eröffnen Wege zu höheren Einkommen. Doch nicht allen stehen diese Möglichkeiten offen. Solche Übergänge zwischen Lebensabschnitten und nichtlineare Karrierewege schaffen eine einzigartige dynamische Landschaft. Doch die Frage, ob der Weg nach oben immer offen und frei bleibt, erfordert ein tieferes Verständnis. In diesem Seegefecht um ein besseres Leben setzen wir unsere Untersuchung fort und blicken in Bereiche, in denen die Unterschiede am deutlichsten sind.
Die Lebensbedingungen im Iran können viel aussagen. In armen Vierteln drängen sich Familien oft in alten Häusern, die noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts gebaut wurden, wo die Schlichtheit der Einrichtung durch eine herzliche Gemütlichkeit ausgeglichen wird. Diese Straßen sind eng mit der Gemeinschaft verflochten und hinter den Hauswänden verbergen sich oft kleine Obstbäume und Gärten, in denen die Nachbarn großzügig ihre Ernte teilen. Für viele ist ein solches Zuhause eine Festung, die sie vor den Stürmen der Welt schützt, auch wenn sie ziemlich baufällig ist. Auf der anderen Seite der Stadt glänzen die wohlhabenden Viertel mit neuen Gebäuden und gepflegten Anlagen, die manchmal an Filmszenen erinnern. In diesen Vierteln befinden sich Villen und Penthäuser, die mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten ausgestattet sind, von Swimmingpools bis hin zu einzigartigen Innenräumen, bei denen jedes Detail den Status der Besitzer widerspiegelt. Hier wird die Lebensqualität nicht nur durch die vorhandenen, gut ausgestatteten Wohnanlagen und die beeindruckende Architektur bestimmt, sondern auch durch eine durchdachte Infrastruktur, die Zugang zu den besten Schulen, medizinischen Einrichtungen und Freizeitzentren bietet. Doch weder die wohlhabendsten Viertel noch jene, die vom Gemeinschaftsgeist getragen werden, können sich vollständig von den Problemen der städtischen Infrastruktur abschotten, die jedem Einwohner Irans vertraut sind. Jenseits ihrer Grenzen herrscht eine andere Realität, die entweder dringend zusammenschweißen oder eine zusätzliche Herausforderung darstellen kann. Die Geschichte Irans ist eine Art Speicher für kulturelle und soziale Erfahrungen, die die heutige soziale Schichtung tiefgreifend beeinflusst haben. Dieses Land hat zahlreiche Epochen und Herrschaftsformen durchlebt, von großen Imperien bis hin zum modernen theokratischen Regime. Machtwechsel und der Umbruch bestehender Ordnungen haben das Schicksal des Volkes oft grundlegend verändert und unauslöschliche Spuren in Wirtschaft und gesellschaftlichen Beziehungen hinterlassen. Jede historische Epoche brachte ihre eigenen Möglichkeiten und Einschränkungen mit sich. So führte beispielsweise die Safawiden-Dynastie, die das Land-Ei am 16. Jahrhundert auf eine neue Stufe hob, auch eine kooperative Gesellschaftsstruktur ein, die bis heute die Verteilung des Reichtums beeinflusst. Der Einfluss verschiedener Kulturen, religiöser Strömungen und sogar äußerer Kräfte schuf einen komplexen Hintergrund für die Entstehung von Schichten, in denen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Bildung, soziale Institutionen und Politik eine Rolle spielten. Die Revolution von 1979, die sowohl einen ideologischen als auch einen wirtschaftlichen Machtwechsel verkörperte, brachte neue Aspekte in die Frage der sozialen Schichtung ein. Gesetzgeberische und wirtschaftliche Veränderungen nach der Revolution führten zur Konzentration von Ressourcen in den Händen bestimmter Gruppen. Dies veränderte nicht nur die Verteilung des Reichtums, sondern wirkte sich auch auf das Wohlstandsniveau verschiedener Gesellschaftsschichten aus. Im Schatten solcher Zufälligkeiten kann man beginnen zu verstehen, warum sich in der heutigen iranischen Gesellschaft soziale Unterschiede so deutlich zeigen, die nicht nur das Ergebnis individueller Arbeit, sondern auch ein Erbe historischer Auseinandersetzungen sind. Wir setzen unseren Weg fort und untersuchen, wie verschiedene Aspekte der iranischen Gesellschaft den Herausforderungen der Gegenwart begegnen und dabei neue Facetten des Verständnisses eröffnen. Im Iran, wo wirtschaftliche Ungleichheit sehr deutliche Grenzen schafft, haben finanzielle Probleme einen erheblichen Einfluss auf die psychische Gesundheit von Menschen aus beiden sozialen Schichten. Für die Armen sind die täglichen Belastungen oft mit dem Kampf ums Überleben verbunden. Die Suche nach einer dauerhaften Arbeit, die Versorgung der Familie mit grundlegenden Bedürfnissen und die Angst vor möglichen unvorhergesehenen Ausgaben. Diese Probleme führen zu einem chronischen Stressniveau, das Angstzustände und Depressionen verursachen kann. Die Unsicherheit der Zukunft und der Mangel an Ressourcen zwingen Menschen, die in Armut leben, oft dazu, sich auf soziale Beziehungen als Unterstützung zu verlassen, was manchmal die einzige Quelle der Hoffnung darstellt. Auf der anderen Seite sind wohlhabende Iraner zwar von Sorgen über Geldmangel befreit, stehen jedoch vor anderen belastenden Problemen. Das Aufrechterhalten des Status und das Streben nach Erfolg in einer Gesellschaft, in der Erfolg oft an materiellen Gütern gemessen wird, erzeugen ihren eigenen Druck. Für viele ist es wichtig, an der Spitze zu bleiben und ihren Erfolg weiterhin durch materielle Auszeichnungen und gesellschaftliches Engagement zu demonstrieren. Ein solcher Wettlauf um Erfolge und Status kann zu einem hohen Maß an Stress und sogar zu Burnout führen. Reiche Menschen können einem Bestreben, ihren gewohnten Lebensstil aufrechtzuerhalten, emotionalen und psychologischen Druck verspüren, der durch die Diskrepanz zwischen dem Erwünschten und der Realität entsteht. Diese beiden Welten, so unterschiedlich ihre Herausforderungen auch sein mögen, haben eines gemeinsam. Sowohl die Armen als auch die Reichen am Iran erkennen, dass das emotionale Wohlbefinden ein entscheidender, aber oft unterschätzter Aspekt ihres Lebens ist. Letztlich verbergen sich hinter den finanziellen Kennzahlen tiefere Facetten der menschlichen Psychologie und gesellschaftlichen Dynamik, die in unserer weiteren Untersuchung noch näher beleuchtet werden. Die Religion nimmt am Leben der meisten Iraner eine zentrale Rolle ein und beeinflusst sowohl ihre Weltsicht als auch die gesellschaftlichen Normen. Für die ärmeren Bevölkerungsschichten wird der Glaube oft zur Quelle von Hoffnung und Kraft, hilft ihnen, mit den täglichen Schwierigkeiten umzugehen und ein Gefühl der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Gebet und die Teilnahme an religiösen Ritualen stärken nicht nur die spirituelle Verbundenheit, sondern fördern auch die soziale Integration.
Moscheen werden zu Orten, an denen man die weisen Ratschläge der Ältesten hören und Unterstützung unter den Gemeindemitgliedern finden kann. Auch wohlhabende Iraner, die über mehr materielle Güter verfügen, wenden sich der Religion zu. Für viele von ihnen wird der Glaube zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Identität und ihres sozialen Status. Die Teilnahme an religiösen und wohltätigen Veranstaltungen sowie die Finanzierung verschiedener Initiativen ermöglichen es ihnen, ihre Verbundenheit mit den Traditionen und ihre soziale Verantwortung zu demonstrieren. In vielen hohen Positionen ist die Einhaltung religiöser Vorschriften nicht nur eine Hommage an die Tradition, sondern auch eine Voraussetzung für erfolgreiches gesellschaftliches Miteinander. Doch trotz aller Unterschiede finden sowohl arme als auch reiche Pima am Glauben geistigen Trost und die Möglichkeit voranzukommen. Sie finden in der Religion Antworten auf schwierige Lebensfragen und Halt in Krisenzeiten. Letztendlich kann der Glaube jedoch auch ein mächtiges Instrument zur Veränderung des sozialen und politischen Gefüges des Landes sein. Wie das geschieht, können wir betrachten, wenn wir unseren Weg weitergehen, auf dem soziale Interaktion und Möglichkeiten eine nicht unwesentliche Rolle spielen. In der dynamischen Gesellschaft Irans ist die Möglichkeit, seinen sozialen Status zu verändern, für viele so etwas wie ein sehnlicher Traum. Auf der Suche nach dieser Möglichkeit stoßen viele Iraner auf verschiedene soziale Aufstiegschancen. Eine dieser Aufstiegschancen ist das Unternehmertum. In einem Land, das reich an Handwerkstraditionen und Basaren ist, streben viele junge und ambitionierte Menschen danach, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Dennoch werden die Notwendigkeit von Startkapital und administrative Hürden für viele Unternehmungen zu einer echten Barriere. Bildung ist ein weiterer starker Motor für sozialen Wandel. Die Möglichkeit, ein Stipendium zu erhalten und an renommierten Universitäten zu studieren, öffnet Türen zu hochkompetitiven Bereichen wie IT und Wissenschaft. Für diejenigen, die in diesen Branchen Fähigkeiten erwerben, eröffnen sich Chancen auf eine Anstellung im Ausland, wo Erfahrung und Wissen höher geschätzt werden. Solche Erfolgsgeschichten inspirieren viele, hinterlassen Spuren in sozialen Kreisen und regen zu tiefgreifenden Veränderungen an. Einige Iraner sehen in der Politik einen potenziellen sozialen Aufstieg. Einfluss auf politische und wirtschaftliche Prozesse kann erhebliche Vorteile bringen. Dieser Weg ist jedoch ebenfalls mit Besonderheiten verbunden und erfordert nicht nur Ehrgeiz, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität in den Herangehensweisen. Diese Möglichkeiten können jedoch nicht für alle universell sein. Soziale Vorschriften, Traditionen und wirtschaftliche Bedingungen können bestimmten Gruppen den Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten erschweren. Doch selbst unter solch strengen Bedingungen entwickelt sich der Iran weiter. Hier stellt sich die Frage, wie offen und effektiv diese Wege tatsächlich für die Mehrheit sind und welche Maßnahmen ergriffen werden, um einen gerechten Zugang zu ihnen zu gewährleisten. Diese Aspekte eröffnen uns neue Horizonte der Erforschung, in denen Veränderungen und Hoffnungen für die Zukunft liegen. Die Meinung von Experten für soziale Fragen im Iran eröffnet unser Verständnis für das Wesen sozialer Prozesse in bisher unerforschter Tiefe. Die Vielfalt der Ansichten dieser Fachleute ermöglicht es, die Ursachen und Folgen der Phänomene, mit denen die iranische Gesellschaft konfrontiert ist, besser zu verstehen. Ökonomen richten ihre Aufmerksamkeit auf die Politik der Importsubstitution und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und betonen, dass die Begrenzung der außenwirtschaftlichen Beziehungen die Wirtschaft deutlich beeinflusst. Soziologen wiederum lenken die Aufmerksamkeit auf tief verwurzelte kulturelle Traditionen und deren Einfluss auf die soziale Mobilität. Sie stellen fest, dass jahrhundertealte Strukturen weiterhin den Zugang zu bestimmten Ressourcen und Möglichkeiten beeinflussen. Die Kombination aus nationalem Stolz und dem Streben nach internationaler Anerkennung schafft eine einzigartige Dynamik, in der soziale Veränderungen stattfinden. Psychologen äußern Besorgnis über das Stressniveau und dessen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Sie betonen, dass die Unsicherheit der Zukunft und die Instabilität der aktuellen Situation das Bewusstsein der Menschen beeinträchtigen und die soziale Schichtung sowie das Lebensgefühl verstärken können. Viele stellen die Frage nach der Bedeutung der Einführung von Sozialprogrammen und der Ausweitung psychologischer Unterstützung. Politikwissenschaftler weisen auf die Möglichkeiten konstruktiver Veränderungen durch Reformen und die Einführung sozialer Initiativen hin, die zu einer gerechteren Verteilung der Ressourcen beitragen würden. Ihre Analysen helfen dabei, zu verdeutlichen, wie stark die staatliche Politik die moderne iranische Realität prägt. Indem diese Aspekte beleuchtet werden, wird deutlich, dass die Standpunkte der Experten nicht nur die aktuelle Situation skizzieren, sondern auch eine Roadmap für Veränderungen entwerfen. Dieses Wissen verspricht, zur Grundlage für das Verständnis zukünftiger Herausforderungen des Iran zu werden, die noch erforscht werden müssen. Auf der Suche nach der Wahrheit nähern wir uns den abschließenden Gedanken, die unser Forschungsergebnis zusammenfassen werden. Wenn man die Realität Irans durch das Prisma verschiedener sozialer Aspekte betrachtet, wird deutlich, wie komplex und facettenreich die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind. Beide Gesellschaftsschichten leben unter demselben einsamen Sternenhimmel, aber an entgegengesetzten Polen des Lebens, jeder mit seinen eigenen Träumen, Sorgen und Bestrebungen. Für die Armen ist es ein täglicher Kampf ums Überleben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch Bildung und die Unterstützung sozialer Netzwerke. Für die Reichen bedeutet es, ihren Status zu wahren und danach zu streben, ihren Namen durch Wohltätigkeit und gesellschaftliches Engagement in die Geschichte einzuschreiben.
Doch trotz dieser Unterschiede bleibt das Verständnis für den Wert menschlicher Beziehungen und moralischer Grundsätze allen gemeinsam. Traditionen, Kultur und Glaube helfen vielen Iranern, Sinn und Harmoniekraft am Leben zu finden. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen. Wirtschaftliche Instabilität, Ressourcenknappheit und begrenzte Mobilitätsmöglichkeiten können die nahe Zukunft beeinflussen. Dennoch bleibt Iran ein Land mit enormem Potenzial. Die Fähigkeit seines Volkes, sich anzupassen und neue Wege zu suchen, ist zum Erfolg bestimmt. Maßnahmen zur Lösung zentraler sozialer und wirtschaftlicher Fragen, einschließlich der Entwicklung des Bildungswesens, der Verbesserung der Infrastruktur und der Schaffung zugänglicher sozialer Aufstiegsmöglichkeiten, können eine wichtige Rolle bei der Transformation der Gesellschaft spielen. Die Frage, was den Iran erwartet, bleibt offen. Aber eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Der Wandel ist unausweichlich. Ein Land mit einem so reichen Erbe und ehrgeizigen Menschen wird immer einen Weg zum Fortschritt finden, wenn es seine Kräfte für ein gemeinsames Ziel bündelt. Der langfristige Erfolg Irans wird davon abhängen, wie klug und vorausschauend die Gesellschaft ihre Aufgaben angeht und ein Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Innovation findet.